Guten Tag, Kameraden. General Ketzer spricht hier und ich bringe euch heute einen Gamecast von Command & Conquer 3 Kane's Rache. Auf der Map Tournament Dust Bowl haben wir hier im Norden als die gelben Skrin Senna und ihm gegenüber im Süden als die orangene schwarze Hand, denn orange ist das neue Schwarz, haben wir Master Leaf. Master Leaf gegen Senna, schwarze Hand gegen Skrin auf der Map Tournament Dust Bowl gibt es heute als für euch. Als erstes, beide Spieler sind natürlich schon dabei, ihren Tiberium-Turm in der oberen rechten Ecke bzw. der unteren linken Ecke sich unter den Nagel zu reißen, während wir hier von Senna schon 3 Desintegratoren auf dem Feld sehen, deren Ziel nichts anderes sein kann, als hier den Sammler von Master Leaf zu erwischen und den Chaos zu machen und ihn so schon am Anfang des Spiels ökonomisch etwas zurückzusetzen. Senna ohnehin schon ein sehr ökonomisch starker Gegner, immer sehr erpocht darauf, vielleicht sogar der stärkste ökonomische Spieler des Spiels momentan. Master Leaf bis jetzt auch nur die linke Flanke gesichert, sowie ein Kabal-Squad geht schnurstracks zu seinem Gegner hinüber. Die rechte Flanke wird hier jetzt von einem Buggy gescoutet, allerdings etwas zu spät, sodass diese 3 Desintegratoren-Squads sich bereits vorbeischmuggeln konnten und so jetzt freie Hand haben, ungescoutet bis auf das Tiberium-Feld von Master Leaf zu kommen. Jetzt könnte er sie langsam sehen und ja, Master Leaf packt hier sein MC wieder aus und ist dabei zu produzieren, um diese Desintegration eben so gut wie möglich abzumelden. Setzt und verkauft hier gleich ein Kraftwerk, um mit den Kabal-Squads, die er durch diesen Verkauf erhält, die Desintegratoren abzuschießen und auch mit dem Sammler hier einige der Desintegratoren zu überfahren. Allerdings verursachen diese immer etwas Schaden, wenn sie überfahren werden, sodass dieser Sammler jetzt trotzdem nahezu zerstört worden wäre. Nach ein wenig Reparationen begibt dieser sich allerdings sofort wieder an die Arbeit. Senna währenddessen nichts weiteres geplant, so wie es aussieht. Ganz normal 4 Sammler mittlerweile auf dem Feld. Hier kommt Nummer 5, während Master Leaf hier noch mit dem 4. Sammler auskommen muss. Der 5. ist auf dem halben Weg. Master Leaf hat allerdings hier seinen Bauhof schon bis ans nächste Feld bewegt, aber auch Senna sitzt schon an seinem 2. Tiberium-Feld und hat hier auch schon den 6. Sammler auf das Feld nebenan gesetzt, was nur heißen kann, dass Senna hier seine nächste Raffinerie auch schon gleich produziert. Hier kommt schon Sammler Nummer 8, das heißt jetzt schon 8 Sammler am Arbeiten für Senna, während Master Leaf hier 1, 2, 3, 4, 5 Sammler noch hat. Das heißt jetzt ist Senna schon mit 3 Sammlern Vorsprung, obwohl er ja bereits 3 Desintegratoren-Squads seines Startkapitals ja quasi verschwendet hat. Er hat keinen Sammler zerstört von Master Leaf. Master Leaf hat natürlich ein wenig reagieren müssen und 2 Kraftwerke verkaufen müssen. Allerdings hat Master Leaf hier einen Sammler, der hier nicht ganz so produktiv ist. Der hat hier einen Aussetzler. Wahrscheinlich hat Master Leaf ihn manuell auf das Feld geschickt und hat allerdings keinen Kristall getroffen, sodass dieser Sammler sich hier jetzt einen faulen Lens macht. Der Raider Buggy ist gerade auf dem Weg nochmal hinüber zu seinem Gegner, um zu scouten. Währenddessen hier schon im Westen einige Truppen von Senna vorrücken. Ein Sucher wandert hier einmal quer durch die Basis von Master Leaf, während hier die Desintegratoren den Tiberium-Turm von Master Leaf ins Visier nehmen. Na, der Sucher wurde hier von den Infanteriegruppen von Master Leaf zerstört. Master Leaf hat hier schon seine schwarzen Jünger erforscht, was dazu führt, dass seine ganzen Infanteriesquads schon mit einem Flammenwerfertrupp hier aufs Feld kommen. Senna hat das durch seine Sucher natürlich aber jetzt schon alles gesehen, was man daran erkennen kann, dass hier Senna einige MG-Walker auf den Plan ruft. Und hier sein Technologie-Assembler sitzt jetzt auch schon in seiner Basis. Master Leaf hat hier bereits seine eine Raffinerie verkauft.
ein wenig zu früh. Hier haben wir noch einiges an Tiberium, das noch zu ernten gewesen wäre, dass er jetzt nur noch mit einer Raffinerie ernten kann. Hier den Tiberium-Turm haben die Disintegratoren bereits niedergerissen, sodass jetzt nur noch Senna seinen Tiberium-Turm hat, der ihm stetig ein geringes Einkommen gewährt, auf das Master Leaf hingegen jetzt eben verzichten muss. Hier ist Senna jetzt schon dabei, mit seinem Warp-Spalt den Eradicator Hexapod zu produzieren. Hier kommt ein Flammenpanzer von Master Leaf. Diese zwei Gunwalker werden nicht genug sein, um diesen Flammenpanzer aufzuhalten. Flammenpanzer verursachen fürchterlich großen Schaden gegen Gebäude. Weswegen, ja, diese Tripods schon eher das genötige Kaliber mitbringen, um damit klarzukommen. Allerdings bewegt sich dieser Flammenpanzer geschickt hinter das Gebäude, sodass es ihm gerade noch so gelingt, mit dem Upgrade der reinigen Flammen, das gerade ebenfalls auf den Plan kommt, das Gebäude niederzubrennen. Hier einige Gunwalker von Senna gleichzeitig auf dem Feld. Allerdings entscheidet sich Senna, diese jetzt wieder zurückzuziehen. Ja, nur Gunwalker alleine sind leider keine Bedrohung. Irgendwas. Hier haben wir noch einen weiteren Flammenpanzer von Master Leaf, der jetzt dabei ist, hier diese Raffinerie niederzubrennen, um Sennas überlegenes Einkommen, das er momentan hat, ein wenig zu reduzieren. Dieser Flammenpanzer wird allerdings darauf auch von diesem Hexapod zerstört. Drei Tripods hat Senna jetzt hier schon auf dem Feld. Das sind insgesamt 9 Beine. Hier kommt der 4. Also 4 Tripods und einige Gunwalker für Senna. Während Master Leaf hier einige zerstreute Flammenpanzer hat. Ein wenig Infanterie. Alles allerdings ziemlich zerstreut auf dem Feld. Hier Strahlenkanonen. Hier noch mehr Strahlenkanonen. Einiges an Strahlenkanonen. Diese nehmen den Technologie-Assembler damit und zerstören den innerhalb von... Da hat Senna gut reagiert und mit seinem Stasis-Schild hier diese Strahlenkanonen eingefroren, gerade rechtzeitig, sodass der Hexapod noch aufs Feld gerufen werden konnte. Die Produktion des Hexapods wurde abgeschlossen. Wäre das Technologie-Assembler zerstört worden, wäre der Hexapod gecancelt worden, da das Technologie-Assembler eine Voraussetzung ist, dies zu produzieren. Ein zerstörtes Technologie-Assembler bedeutet hingegen dann ein gecanceltes Hexapod. So hat er es noch gerade rechtzeitig fertig produzieren können. Allerdings schafft es Master Leaf hier noch 3 seiner Strahlenkanonen zurückzuziehen. Hier haben wir einen einzigen Flammenpanzer, der etwas fehl am Platze hier ist und von diesen 2 Tripods in dem Hexapod in kürzester Weile zerstört wird. Hier dieser Gunwalker rücken vor. Kann gut sein, dass sie diesen Flammenpanzer hier gesehen haben. Master Leaf hier schon mit seinem Bauhof im Norden. Das ist ganz schön riskant, da Master Leaf hier momentan leider nicht die nötigen Truppen hat, um mit Sennas Armee hier fertig zu werden. Diese Gunwalker sind schon dabei, den Bauhof zu beschießen. Diese allein werden allerdings etwas länger brauchen. Dennoch entscheidet sich Master Leaf aufgrund der Bedrohung durch den Hexapod und die Tripods hier seinen Bauhof zu verkaufen. Dieser eine Flammenpanzer sollte sich auch zurückziehen. Der, ja, ist hier ziemlich unnötig gestorben. Hier ist die Armee von Master Leaf. Diese 2 Armeen werden wohl jetzt in Kürze aufeinandertreffen. Sennas Armee sieht hier wesentlich stärker aus. Hier kommen die Buggies von Master Leaf, die versuchen ihre EMP-Ladung abzuliefern, werden aber zu schnell zerstört, sodass das Hexapod weiterhin dazu in der Lage ist zu agieren. Diese Korruptoren sind dabei, das Hexapod stetig gesund zu heilen. Master Leaf zieht seinen Strahlenkanonen hier zurück, was natürlich bedeutet, dass ihr Schadensoutput hier jetzt momentan fehlt. Könnten jetzt hier allerdings die Korruptoren, die das Hexapod heilen, zerstören. Dieser Gunwalker, dieser Raider Buggy hat es jetzt geschafft, den Hexapod außer Gefecht zu setzen mit seiner MP-Ladung. Allerdings die Gunwalker
tun gute Arbeit daran, die Infanterie von Master Leaf niederzuschießen, während die Strahlenkanonen auch ebenfalls versuchen, jetzt auf die Gunwalker zu ziehen, um eben den Schadensoutput da zu behalten, nicht so viele Rocket Trooper zu verlieren. Allerdings hat das nicht ganz so gut geklappt und Sennas Armee ist hier eindeutig die dominantere. Und hier im Norden gleichzeitig haben wir einen Flammenpanzer, den haben wir ganz vergessen. Der hat hier bereits die ganze Basis von Senna niedergefackelt. Allerdings hat Senna seinen Bauhof hier in den Westen platziert und Master Leaf, ja, hat leider jetzt nichts mehr auf dem Feld und somit steht Senna hier wohl als der Sieger fest. Jawohl, so sieht es aus. Und ja, das war mein erstes Gamecast von General Ketzer. Ich habe vor, in Zukunft noch einige mehr für euch zu machen, einige mehr Gamecasts. Das war jetzt mein erstes. Gerne konstruktive Kommentare, konstruktive Kritik gerne konstruktive Kritik von euch in den Kommentaren. So, schweres Wort, schwerer Satz. Und damit melde ich mich ab. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag.